Wusstest du, dass ein Geräusch in deinem Körper der erste Hinweis auf eine drohende Gefahr sein könnte? Genau das haben wir nämlich untersucht am Fraunhofer ISST. Mein Name ist Pina Bisken und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier. Mit der Zeit können Arterien krankhafte Veränderungen aufweisen. Beispielsweise können deutlich mehr Plaque, also Ablagerungen, an den Arterien sich bilden. Wie an der Karotis, also der Arteria carotis, die sind halt hier zwei Stränge, einmal links und rechts, können sich entsprechende Engstellen mit der Zeit bilden. Und mit den Engstellen kommen halt so sogenannte Stenosen, wo dann das Blut quasi durch die Engstelle hindurch muss, wo halt der Widerstand deutlich höher ist. Und dadurch kommt es halt dazu, dass beispielsweise Blutgerinnsel durch den Blutfluss dann auch losgelöst werden halt und dann kommt es dann beispielsweise zu einem Herzinfarkt oder halt auch einem Schlaganfall, je nachdem, wo eine nächste Engstelle ist, was halt sehr gefährlich sein kann. Und genau dies haben wir dann halt in unserem Projekt untersucht und wollten halt entsprechende Eigenschaften herausfinden, welche Geräusche da wichtig sind, genau um diese Stenosen zu identifizieren, um eine Aussage darüber zu machen, wie beispielsweise die Ablagerungen beschaffen sind, wie sich genau dieser Bereich anhört. Und da haben wir halt in Kooperation mit dem IDMT so eine Hardware entwickelt, das genau so hat so eine Taschentuchformatgröße, das genau in beispielsweise einer Karotis dann diese Flussgeräusche aufzeichnen konnte. Wir haben dann halt explizit zunächst einmal untersucht, ob es einen Unterschied gibt, wenn man halt sowohl links- als auch rechtsseitig misst, zu gucken, können wir überhaupt zunächst anhand von Flussgeräuschen die einzelnen Personen identifizieren. Und das ist uns gelungen und haben dann halt entsprechend einzelne Personen identifizieren können, nur anhand von Flussgeräuschen. Dann haben wir dann nochmal geguckt, genau, weil welche Bereiche halt genau interessant sein könnten für die sogenannte Personenidentifikation und haben quasi zurückgerechnet mit Hilfe von Explainable Artificial Intelligence, nochmal genau zu schauen, welcher Bereich vom Herzzyklus halt interessant sind, um genau dies in Erfahrung zu bringen. Und da haben wir identifiziert, dass genau der zweite Herzschlag, also man hat ja quasi den ersten Herzton und den zweiten Herzton, genau dass bei dem zweiten Herzschlag ein deutliches Anzeichen gegeben ist, um halt eine Person zu identifizieren. Jetzt möchten wir in unserem weiterführenden Projekt Body Tune to Clinic diese Analysen auf Patientendaten dann nochmal erforschen und schauen, ob wir halt die einzelnen Patienten, wenn halt Plaque vorhanden ist, zunächst einmal erkennen können, sowohl links als auch rechts, dass man sehen kann, ja, wir können die Person trotzdem erkennen, obwohl halt vielleicht einseitig mehr Plaque ist als auf der anderen Seite. Oder dass man dann sagen kann, genau, wie ist deutlich Plaque vorhanden, sowohl links oder als auch rechts. Und dann nochmal zu identifizieren, zu sagen, so was sind die Unterschiede, wie ist die Beschaffenheit von Plaque, wie sind vielleicht sogar die Stadien von Plaque, um vielleicht so ein paar Kennzeichen zu bekommen, dass der Patient vielleicht in einem Stadium sich befindet, was genau entsprechend mit Medikamenten behandelt werden muss oder halt nicht. Genau, und das werden wir dann entsprechend in unserem Body Tune to Clinic Projekt untersuchen und freuen uns über die ganze Kooperation mit unserem Partner.